In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Pokémon Go mit dem Uncover Jailbreak für iOS 14 spoofen könnt. Wichtig anzumerken ist jedoch, dass diese Methode nur mit der Version vom Uncover Jailbreak 6.1.0 und höher funktioniert. Zuerst braucht ihr die für iOS 14 geupdatete Version von vNode Bypass, die auf dem GitHub-Account von dem Entwickler zu finden ist. Die .deb-Datei könnt ihr mit Filesa oder dem Paketmanager eurer Wahl installieren. In meinem Fall installiere ich den Tweak mit Filesa. Nachdem ihr vNode Bypass installiert habt, müsst ihr den Tweak libkrw von der Binger Repo installieren. Um vNode Bypass jetzt auf eurem Homescreen zu sehen, müsst ihr NewTerm öffnen und den Befehl su ausführen. Daraufhin werdet ihr aufgefordert, euer Root-Passwort einzugeben. Das standardmäßige Root-Passwort lautet Alpine. Wenn ihr dann euer Root-Passwort eingegeben habt, müsst ihr den Befehl uicache ausführen. Wenn ihr jetzt wieder auf euren Homescreen geht, müsste euch vNode Bypass angezeigt werden. Falls ihr vNode Bypass trotzdem nicht auf eurem Homescreen finden solltet, empfehle ich euch noch den Befehl ld restart nach dem Befehl uicache auszuführen. Bevor wir jedoch vNode Bypass aktivieren, müssen wir uns noch die iPogo-IPA-Datei downloaden, da vNode Bypass euer Gerät sozusagen in das unjailbroken State bringt und keine Tweaks in der Zeit, wo ihr vNode Bypass aktiviert habt, funktionieren werden. Nachdem ihr die iPogo-IPA-Datei von der iPogo-Website gedownloadet habt, müsst ihr sie nun über das Signing-Tool eurer Wahl installieren. Ich verwende dafür Altstore. Nachdem ihr die iPogo-IPA erfolgreich installiert habt, könnt ihr nun vNode Bypass öffnen und auf Enable tippen. Wenn vNode Bypass bei euch dann ohne Probleme aktiviert wurde, könnt ihr dann die installierte Pokémon Go App öffnen und wie ihr seht, startet die App ganz normal und iPogo funktioniert auch. Ich hoffe, das Tutorial war hilfreich und verständlich. Wenn das der Fall war, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo auf dem Kanal freuen.